Also was mir aufgefallen ist, Heidi, ein Brett muss eigentlich so breit sein wie unsere Hüften. Ja, oder schmäler. Die Frage ist jetzt, was schmäler sein muss, das Brett oder die Hüfte. Ja. Aber ja, es kommt circa hin. Ja, Heidi, das sind jetzt deine Speedbretter. Wo ist auch hier wieder der Unterschied zum Slalombrett? Ich meine, deutlich, dass das passen muss. Aber wo ist der Unterschied? Genau, grundsätzlich, wie du schon gesagt hast, ist die Breite. Auch hier wieder für offener See, für auf offenem Meer haben wir für Christian, also das Männerboard, sage ich jetzt mal, den 43 cm breite Speed, das 43 cm breite Speedbrett, das hat 60 Liter. Warum ist es ein Männerboard? Weil es ein großes Speedbrett ist. Und Größe ist dann Volumen und Die Breite? Volumen und die Breite, genau. Ich fahre da auf offener See immer das 39 Breite, also 39 so breit, das ist 43 so breit. Aber Heidi, ich finde das immer mit Männern und Frauen, finde ich immer ein Ding. Weil es gibt ja auch Männer, die unsere Postur, oder es gibt natürlich auch Männer, die unsere Größe haben. Die fahren dann meistens auch irgendwie ein 40 Liter Brett. Also grundsätzlich sagen wir so, auf offener See fahren die meisten zwischen 45 und 43, 44 Liter breites Brett. Ich bin fast schon die Ausnahme mit einem 39 breiten Brett. Es gibt ganz viele Männer, die auch in meiner Postur sind, also mit irgendwie 1,75 und 70 Kilo, aber die fahren auch ein breites Brett. Aber warum? Warum fahren die Männer andere Bretter als wir? Ich bin mit 39 Speed eigentlich aufgewachsen. Ich habe mit dem auch begonnen. Also zuerst auch ein 43er, bin aber sehr schnell dann auf 39 umgestiegen. Und hier auf offener See ist halt ein bisschen ein breiteres Brett einfacher zu handeln. Sobald ein bisschen Wellengang ist, sobald ein bisschen Job ist es eigentlich sinnvoller, ein bisschen ein breiteres Brett zu nehmen, weil das kontrollierbarer ist. Die Patrick-Bretter sind allgemein ein bisschen loose am Fuß. Ich liebe das, also ich liebe die Bretter das ist kein Thema, aber sie sind ein bisschen loose am Fuß im Vergleich zum Beispiel zu einem JP-Board. Okay. Die meisten Leute da fahren ein JP-Board, weil das ist wirklich viel stabiler und einfacher zu fahren. Aber mein JP-Board ist auch etwas breiter. Oh ne, beinahe 50? 50. Die meisten hier fahren JP 45. Ja, genau. Soll aber nicht heißen, dass das das beste Brett ist, weil schlussendlich ist es typabhängig, wie man surft, was einem taugt und was einem nicht taugt, um zu fahren. Und im Kanal fahren wir noch kleinere Bretter. Wir haben da 37 und sowohl Männer wie auch Frauen fahren da eigentlich 37. Und ich habe sogar ein 33 breites Brett in Namibia für den Kanal. Und wann heißt das Speed Needle? Ab wann sagst du Speed Das sind schon Speed Needles. Ja. Also ich habe auf eine Speed Needle gefahren. Yes! Auf der. Genau, cool. genau. Ja. Was auch noch anders ist, was mich vorher gefragt hast, anders ist zum Slalombrett. Wir fahren hinten eigentlich nur eine Schlaufe. Ah ja. Genau. Weil wir grundsätzlich ja nur in eine Richtung Speed fahren, brauchen wir auch nur eine Schlaufe. Klar. Und dann zurück natürlich Geht gehen, das das ist der berühmte Biathlon. Genau, ja, zurückgehen wir dann, wenn der Winkel vom Wind zu stark Raum ist, um zurückzufahren. Wenn man fast mehr Kraft braucht, um hochzukreuzen beim Zurückgehen, als wenn man schnell zurückläuft. Wenn man jetzt den Wind betrachtet und welcher Winkel, guckst du da nach 2 Grad, 3 Grad, 5 Grad, wann ist es für dich echt ein Unterschied? Meistens kann man auf die Vorhersage ja nicht ganz so genau gehen, weil während des Tages ändert sich der Winkel ständig. Genau. Das spürt man aber, wenn man startet, spürt man schon, ist es jetzt Downwind, ist es nicht Downwind. Ich persönlich und auch Christian, wir lieben es hier auf offener See mit einem Halbwind zu fahren, das heißt wirklich 90 Grad zum Beach, genau. Und dann Halbwind und dann Slingshot zu machen. Aber wenn
Na, du sagst jetzt 90 Grad. Stell dir vor, er ist 2 Grad weniger, 3 Grad weniger. Wann fühlst du das? Bei wie viel Grad? Auf offener See wie hier spürt man es nicht ganz so arg wie auf dem Kanal, weil der Kanal ja per se schon eng ist. Und da spürt man eigentlich wirklich fast jedes Grad. Wenn es dann zu stark Downwind ist und man gar keinen Druck mehr im Segel hat oder zu stark Halbwind ist und man schon fast anlaufen muss zum Strand, da spürt man schon. Also ich glaube, der Windengel, also der Windwinkel spürt man ab 3 bis 6 Grad. Sobald er sich verändert, spürt man es dann recht gut. Ist es jetzt mehr Down oder ist es jetzt mehr Halbwind oder muss man sogar anlaufen? Super. Ah. Ja, noch was Gadgets, Heidi? Was nimmst du nicht alles mit, Mann? Eine Brille. Wieso? Also, ich trage... Ohne Witze. Genau. Also, auch wenn es 20 Grad ist, sobald man 40 Knoten plus Wind hat, wird es relativ schnell mal kühl. Dann ist es arschkalt Dann hier. ist es arg kalt, dann brauche ich eine Mütze. Genau. Gut, ich habe immer eine Mütze dabei, insofern. Wunderbar. Und ich trage Linsen. Ach so. Und sobald der Sand zu fliegen beginnt, und das ist meistens, wenn wir irgendwo sind zum Speeden, dann bin ich froh, wenn ich eine Brille tragen kann. Wenn ich den ganzen Tag im fliegenden Sand bin, dann brauche ich. Und was haben wir denn hier? Noch ein Helm. Genau. Erzähl mal was. Warum Helm? Warum kein Helm? Kluge Köpfe schützen sich. Ja, ne? Ja, ich glaube auch. Ich habe ganz lange eigentlich ohne Helm gesurft. Aber ich glaube ganz ehrlich, es ist nicht so clever. Ich habe in der Zwischenzeit so viele Crashs gesehen. Klar, Soulsurfen ohne Helm in Bikini ist ein geiles Gefühl, ein super Feeling. Aber ich kann ganz gut ohne Bikini, aber nicht mehr ohne Helm. Okay. Ich hab auch gleich am ersten Tag Wasserstart und meinen Master auf den Kopf gekriegt. Ich gehe Das auch ist nicht super ohne schnell. Helm raus. Und dann machst du das so, ja? Genau. Okay. Hey. Und dann Let's go! Und was ich eigentlich auch immer wissen will, ich fahre mit einem Sitztrapez. Viele fahren, guck an, ja. Viele fahren auch mit einem Hüfttrapez. Warum fährst du mit Sitz? Guck mal, hier ist schon der Unterschied zu Heidis Bein, ja? Wollen wir eben mal gucken hier? Ja, das ist 80 km/h und das ist 68 jetzt. Okay, also da ist ein Unterschied, ne? Braucht man viel Muskeln, Heidi? Und das passt dann wieder. ja, aber oben musst du volle Kanne, da ziehe ich an bis brauchst da. du Kannst du auch nicht, siehst du, Haken ist gar nicht in der Mitte. So machst du dich nur. Okay, Ja, Unterschied. Oh, jetzt sehe ich gerade das Messerfeld. warum hast du ein Messer mit? Wegen Kite Crash. Wenn was passiert, damit ich die Leinen durchschneiden kann, so schnell wie möglich. Das muss ich jetzt gerade noch suchen, weil das ist etwas vom Wichtigsten. Ja. Wenn ich einen Crash mit dem Kite habe, will ich mit einem Griff, Die Leine durchschneiden. weil eine Leine irgendwo am Körper und... Aber zu deiner Frage, Sitz oder Hüfttrapez? Ich persönlich fahre immer seit eh und je Sitztrapez. Ich auch. Es teilen sich die Meinungen, weil die Jungs fahren meistens, oder jetzt auch zum Beispiel Caro, die fahren Hüfttrapez, weil sie dann unten einfach viel freier sind. Man sagt aber eigentlich, oder vor allem beim Slalom ist es so, sobald es choppy wird, sobald es hart Starkwind ist, choppy wird, fährt man Hüfttrapez, Ja. damit man unten viel agiler ist, damit man unten viel freier ist und viel schneller reagieren kann. Ich persönlich, aber das ist wirklich meine persönliche Meinung, ich kriege das Gewicht nicht im Segel, ich kriege das Segel nicht zu, ich kann nicht die großen Segel fahren, wenn ich mich nicht richtig reinsetzen kann. Die Kraftübertragung, der Hebel. Ja, das ist aber meine persönliche ich finde das auch. Wahrnehmung. Ja. Und schlussendlich ist es das Wichtigste, dass der Haken unten ist, also wirklich so unter dem Bauchnabel und ja nicht da oben, damit man den Schwerpunkt auch am richtigen Ort hat. Es kommt dann nicht darauf an, ob Sitz oder Hüft. Wichtig ist wirklich einfach, dass man den Haken unter dem Und am Bauchnabel hat, damit das Hebelgesetz zum Tragen kommt.
perfekte Outfit. Puh. Heidi, was ist das alles? Brille haben wir gehabt, Genau, Helm haben wir gehabt, Perücke, die ist auch noch wichtig. Perücke ist auch noch wichtig, genau. Was ist das? Ursprünglich war es mal ein Band, das ist das Innenleben eines Spannsets. Eines was? Eines Spannsets, ein Spannset, da, wo man irgendwie etwas anmachen kann. Spannset, Spanngurt, Das ist das Innenleben von einem Spanngurt. genau, aber von einem großen Spanngurt. Das, Das haben wir am Beach gefunden, Beach Clean, ja, aber wir verwenden es wieder. ja. Und zwar nehmen wir immer am Anfang, wenn wir an den Beach kommen, da ein bisschen weg. Ja. So. Und machen dann Windwinkelanzeige am Beach. Dann sehen wir immer, wie ist der Wind.